Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es nochmal um den Audi. Ich hatte ja ein Video gemacht, dass ich Motorkontrollleuchte bekommen habe. Ich hatte dann den Fehler erstmal gelassen, beziehungsweise halt die Kontrollleuchte brennen lassen. Dadurch geht das Auto ja in so einen Notlauf und dann war die Leerlaufdrehzahl beziehungsweise der Leerlauf allgemein deutlich ruhiger und sanfter. Dadurch hat er natürlich weniger Leistung. Dann hatte ich, ein paar Tage bin ich dann mit der Lampe gefahren, habe sie dann nochmal resettet. Dann gingen auch wieder ein paar Tage ins Land, wo er gerade beim Anmachen morgens, also wenn er kalt war, immer noch so ein bisschen, geschwankt hatte oder beziehungsweise halt geruckelt hatte. Also es war halt klar zu erkennen, dass die Verbrennung nicht hundertprozentig ist. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal, weil ich ja die Lambda-Sonden in Verdacht hatte, vielleicht auch noch ein bisschen habe, aber eher weniger, so einen Reiniger eingefüllt in das Kraftstoffgemisch. Der soll Katalysatoren und allgemein die Abgasanlage reinigen, weil die erste Idee war ja, dass gegebenenfalls die Lambda-Sonde das nicht mehr richtig erkennt, weil es zu Beginn auch nur auf einer Bank festgestellt worden ist. Jetzt ist es aber so, jetzt hat er sich sozusagen auch über die Bank 2 beschwert. Und ja, ist ein bisschen unwahrscheinlich, hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dem muss ich absolut zustimmen, ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass beide Lambda-Sonden dann, also von beiden Bänken betroffen sind. Wenn mal eine Lambda-Sonde was hat, okay, ja, aber dass dann ja mehr oder weniger gleichzeitig 2 Lambda-Sonden sich verabschieden, prinzipiell ist das natürlich auch möglich, aber unwahrscheinlicher. Bedeutet, ich hatte ja letztes Mal auch gesehen, dass um den Ölabscheider oder auch die Kurbelgehäuseentlüftung, wie auch immer man das dann nachher nennen möchte, es ein bisschen ölig war. Und dann habe ich mir das Teil hier einmal neu bestellt. So sieht das aus. Das hier wird spannend, ob ich das gut gelöst bekomme. Und dann hat es hier einen Anschluss, also wir haben insgesamt 3 Anschlüsse, so wie ich das feststellen kann. Hier einen Anschluss, hier unten einen Anschluss und hier an der Seite. Das Ganze sitzt dann entsprechend hinten am Motor in der Nähe vom Ölfilter, zeige ich euch gleich. Und weil das so ölig war, tausche ich jetzt einfach mal auf Verdacht die Kurbelgehäuseentlüftung. Vielleicht, meine Vermutung, hatte auch jemand in die Kommentare geschrieben, vielleicht zieht er ja irgendwo Falschluft oder Fremdluft oder Nebenluft, auch da wieder, je nachdem wie man es bezeichnen möchte. Und vielleicht ist es ja sogar die Kurbelgehäuseentlüftung, vielleicht ist hier unten auch der Schlauch ab oder gebrochen, ich weiß es nicht. Das werde ich dann sehen, wenn ich jetzt am Auto das Ganze mal auseinanderbaue. Ja, es ist jetzt einfach ein Versuch und ich fange jetzt halt damit an, weil das deutlich einfacher scheinbar ist. Scheinbar sage ich jetzt extra, habe ich auch noch nie gemacht, wird sich dann zeigen, deutlich einfacher scheinbar ist, als unten die Lambda-Sonden zu tauschen. Da gab es auch Hinweise in den Kommentaren. Generell nochmal vielen Dank für die Hinweise. Ich bin da immer um jeden Hinweis sehr dankbar. Auf jeden Fall hat jemand geschrieben, dass Lambda-Sondenwechseln scheinbar ein sehr kompliziertes Thema ist. Das ist wohl scheinbar auch, je nachdem, welche Lambda-Sonde man tauschen möchte, man den ganzen Motor ausbauen muss. Das ist natürlich etwas, was bei mir auf der kleinen Hebebühne eigentlich nicht umsetzbar ist, weil da ist einfach die Kippgefahr zu groß, wenn ich diesen großen, schweren Motor mit Getriebe da raushole. Da muss ich mir dann was überlegen, wenn es am Ende wirklich darauf hinausläuft, dass es die Lambda-Sonden werden, muss ich das wahrscheinlich bei meinem Motorenbauer machen. Der hat entsprechend Hebebühne und auch das richtige Werkzeug, um da so einen Motor rauszuhieven, denn der ist ja nicht gerade klein. Deswegen, da will ich hier nicht so DIY-mäßig mit meinen begrenzten Mitteln am Motor rumrupfen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, probiere ich jetzt heute einmal die Fehlerquelle Kurbelgehäuseentlüftung, also beziehungsweise, ja, weil die so ölig war, gehe ich mal davon aus, dass die eingebaut ist, sowieso einen Defekt hat. Vielleicht habe ich ja Glück und das Schwanken des Leerlaufs hängt mit der Kurbelgehäuseentlüftung zusammen. Jetzt gehen wir mal ins Auto und schauen uns die Sache dort an. So, das hier ist jetzt die Kurbelgehäuseentlüftung, der Ölabscheider, wie auch immer man das nennen möchte. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sitzt das Ganze dann nachher hier so drin. Wie gesagt, wir haben hier den Anschluss, wir haben hier hinten einen Anschluss und wir haben dort unten, also sprich hier nochmal einen Anschluss, 3 Anschlüsse und wir haben scheinbar 3 Verschraubpunkte. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie gut ich das hier rausbekomme. Schön ist natürlich auch, dass das Ganze jetzt noch warm ist, aber ich hoffe einfach mal, dass es nicht ganz so schwierig wird. Bei der Schraube hier bin ich mir noch unsicher, wie gut ich da hinkomme, da die wieder da unten an der Spritzwand sitzt. Muss ich mal schauen. Die anderen Schrauben, denke ich, die eine sehe ich hier oben schon, die andere, da werde ich wahrscheinlich auch rankommen. Das muss ich jetzt mal gucken, wie gut das läuft. Ich hätte gesagt, ich schmeiße jetzt wieder die Timelapse an
Und dann schauen wir mal, beziehungsweise ihr schaut mir zu und ich schaue mal, ob ich das da rausbekomme. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe das hier rausbekommen. Die größte Sorge hatte ich tatsächlich bei der Schraube da unten. Einfach, dass die mir da runterfällt und dann im Nirvana versinkt. Was ich jetzt aber schon gesehen habe, wir schauen uns gleich die Kurbelgehäuse-Entlüftung bzw. Belüftung, den Ölabscheider. Wie gesagt, je nachdem, wie ihr es formulieren wollt, schauen wir uns gleich im Detail an. Man sieht aber hier steht jetzt schon Öl an. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Belüftung bei dem 325 Ti, den ich mal hatte, beziehungsweise den meine Freundin mal hatte. Da war auch sowohl die Leitung zum Ölabscheider, beziehungsweise der Kurbelgehäusebelüftung, als auch die Kurbelgehäusebelüftung selbst komplett verstopft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das hier beim Audi ist, wenn da jemand weiß, ob das normal ist, dass hier Öl in der Leitung steht, die zum Ölabscheider geht. Dann wäre ich sehr dankbar über den Hinweis. Ansonsten würde ich vermuten, dass hier vielleicht auch die Leitung zugesetzt ist und dann müsste man die tauschen. Das ist halt nur die Frage, wo die herkommt, wo die hingeht, ob man da überhaupt rankommt, ohne wieder den ganzen Motor auseinanderzunehmen, das weiß ich nicht. Aber ja, also das war das Kritischste, die Schraube da unten. Es ist natürlich auch alles furchtbar heiß jetzt, weil ich gerade erst hergefahren bin. Nichtsdestotrotz, irgendjemand hatte auch mal in einem Video geschrieben, dass gerne hier an dem Ölfiltergehäuse es schmutzig ist oder undicht. Konnte ich jetzt tatsächlich nicht feststellen, dass das bei mir der Fall ist. Wahrscheinlich kommt bei mir die Ölundichtigkeit, die wir ja mal gesehen haben beim Ölwechsel. Ich habe ja meinen Ölwechsel gemacht und da war unten alles relativ ölig. Jetzt nicht so, dass es abgetropft wäre, aber trotzdem hat man da eben Öldampf oder Ölnebel erkannt. Wo der dann herkommt, weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich auch noch rausfinden. Wie gesagt, ansonsten hier ist Gott sei Dank erstmal nichts kaputt gegangen. Der schwierige Teil kommt ja dann auch erst noch, wenn ich das wieder einsetze. Hier finde ich es schön, dass wir hier ein bisschen Spiel haben, sodass ich da auch gut an das Kabel rangekommen bin, beziehungsweise den Ölabscheider gut lösen konnte. Das fand ich echt super. Ich hatte schon befürchtet, dass das nachher total kurz ist und ein megamäßiges Fiasko gibt. So ist das echt einigermaßen in Ordnung gewesen und hat jetzt gar nicht so viel Zeit gekostet. Wie gesagt, noch ist er nicht wieder verbaut, noch weiß ich auch nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt. Das werden wir dann erst in einem späteren Video rausfinden, denn ich denke nicht, dass wenn ich das jetzt tausche, das direkt einen Effekt hat. Also wäre natürlich schön, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Belüftung wirklich zugesetzt war, dass das auch eine Weile dauert, bis sich das alles wieder, frei bläst oder frei brennt, wie auch immer. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen sauber und dann gucken wir uns mal an der Werkbank den alten, ausgebauten Ölabscheider an. So, jetzt sind wir hier an der Werkbank und hier ist der Ölabscheider. Und wie man sehen kann, der sifft jetzt hier schon ordentlich raus. Man sieht auch hier, dass das alles so mit Ölnebel besetzt ist. Das sieht mir nicht so aus, als ob das richtig ist. Also entweder ist da der Schlauch undicht und der bläst da ein bisschen Öl nebendran. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich konnte am Schlauch jetzt nicht erkennen, dass der undicht aussah. Aber auch hier drinnen, ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild erkennen kann, auf der Kamera. Habe ich die Taschenlampe? Ja, die habe ich. Da ist hier innen drin schon so richtig Schmodder. Ich hoffe, man sieht das jetzt, dieses leicht kaffeemäßige oder bräunliche. Also das heißt, der hat schon
ja, der sieht nicht mehr ganz so frisch aus, aber das war ja auch bei meinem M2. Da könnt ihr auch noch mal reingucken, als ich den Abscheider in meinem M2 aufgemacht habe, war da auch eine eklige Suppe drin, allerdings ein bisschen dünnflüssiger als jetzt hier. Aber den M2 prügel ich ja auch immer über die Rennstrecke, deswegen sind ja da, hat sich da ja auch ein Turbo verabschiedet. Das ist jetzt auch noch so eine Idee, gerne auch da wieder in die Kommentare, ob ich vielleicht einfach, ich nutze das Auto ja im Alltagsbetrieb und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber die anderen Verkehrsteilnehmer sind heutzutage sehr, sehr langsam unterwegs. Das heißt, ich komme nicht wirklich aus dem Standgas raus, also wenn ich im Verkehr mitschwimme. Ich muss dann immer schon so ein bisschen so fahren, wie man es eigentlich nicht sollte, damit da überhaupt ein bisschen Drehzahl in das Auto kommt, weil die halt alle irgendwie total rumschleichen. Jetzt weiß ich halt nicht, ob vielleicht auch das ein Problem ist. Ne? Das ist ja ein großer Motor und wenn ich den jetzt viel, sage ich mal, nur in diesem ja, unteren Lastbereich oder Teillastbereich bewege, teilweise sogar, wie gesagt, Hauptsache nur Standgas oder kaum Gas, weiß ich halt auch nicht, ob das nicht vielleicht eine Ursache sein kann dafür, dass hier sich das so zusetzt. Ob das jetzt direkt mit dem ja, unruhigen Motorlauf im Leerlauf zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber ist auch noch so eine Sache, die mir durch den Kopf gegangen ist. Wenn ihr da Erfahrungen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme. Auf jeden Fall, wie gesagt, ganz schön ölig alles. Das ist jetzt draußen. Und jetzt hätte ich gesagt, springen wir wieder in die Timelapse und ich montiere den neuen Ölabscheider. Hoffentlich geht mir keine Schraube verloren und das klappt alles. Drückt mir die Daumen und dann sind wir gleich wieder da. So, jetzt habe ich hier alles wieder zusammengebaut, habt ihr ja hoffentlich gerade in der Timelapse gesehen. Das hier ist wieder schön reingeklipst, also das macht so ein richtig schönes Klickgeräusch. Den Schlauch habe ich hier wieder aufgesteckt, habe den auch wieder hier in die Haltepositionen gesetzt, da hat es ja 2 Stück. Hier die Kurbelgehäuseentlüftung ist wieder hier eingerastet. Unten, das sieht man jetzt ganz schlecht, dort unten, ich gucke mal, ob ich das mit der Taschenlampe anleuchten kann. Dort unten, ja, stellt die Kamera natürlich nicht scharf, da unten ist so ein kleines Kabel, das habt ihr ja gesehen. Was heißt Kabel? Da ist so ein kleiner Schlauch, der auch nochmal, wo ja ein bisschen Öl drin stand, der da Öl oder halt ja Öldämpfe in diese Kurbelgehäusebelüftung drückt. Wie die jetzt genau funktioniert, weiß ich gar nicht. Bei meinem M2 ist es so, kann ich gleich nochmal zeigen an der Werkbank. Auf jeden Fall bei meinem M2 ist es so, da werden die Öldämpfe in so ein Gehäuse geleitet, in so einen Zylinder. Und der Zylinder hat oben so ein Kühlsieb, bedeutet, dadurch, dass diese warmen Dämpfe abgekühlt werden, trennt sich sozusagen der Sauerstoff oder die Luft von dem Öl. Das Öl tropft ab, sammelt sich im Zylinder und dann kann man das eben zyklisch einfach mal auskippen und diesen Ölabscheider leeren und dann wieder reinigen und wieder weiterverwenden. Wie das jetzt hier bei diesem Herstellerteil ist, wie das da funktioniert, wo da das Öl hinkommt. Ich würde mal vermuten, weil dort unten ja dieser Schlauch ist, der auch mit Öl vollstand, ist meine Vermutung, dass das Öl hier drinnen vom Sauerstoff getrennt wird und dann sozusagen das Öl auch flüssig wird und dann über diesen Schlauch abläuft, wieder in die Ölwanne. Wäre jetzt meine Vermutung, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das sozusagen ein Bauteil ist, was man wartungstechnisch regelmäßig wechseln muss, ob es da auch die Möglichkeit gibt, dass sie das innen zusetzt. Bei meiner Kurbelgehäuseentlüftung vom M2 oder meinem Ölabscheider, der war dann oben das Sieb schon so ein bisschen verstopft, sprich, der hat dann nicht mehr so eine optimale Leistung. Ob sowas hier auch passieren kann, kann ich nicht sagen. Wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, das war jetzt der Wechsel. Jetzt kann ich euch einmal den Ölabscheider nochmal vom M2 zeigen. Einfach für das Verständnis, wie sowas funktioniert. Oh, jetzt wollte ich gerade den M2-Ölabscheider zeigen und schaut mal,
was da für eine Suppe rauskommt aus dem alten Ölabscheider. Da war noch gar nicht fertig mit Abtropfen, das muss ich gleich mal sauber machen. Also da ist scheinbar auch einiges an Suppe drin, die ja nicht sauber zurückgeführt wird in den Motor. Das ist natürlich suboptimal, aber man sieht da schon hier dieses Kaffeebraune. Das ist eben dieser Schmodder, dieses Öl-Wasser-Gemisch, was da drin ist. Aber worum es eigentlich geht, ist dieser Ölabscheider am M2. Wie gesagt, wir haben hier eine Eingangsleitung, die ist auch mit IN markiert. Das heißt, hier kommen sozusagen die Dämpfe aus dem Kurbelgehäuse an, gehen hier oben durch das Gehäuse durch. Das öffne ich gleich einmal. Da ist so ein Sieb drin. Diese heißen Gase und Dämpfe werden eben hier eingeleitet. Wie gesagt, kühlen sich dann hier ab und werden hier kommt dann eigentlich im Idealfall nur noch Luft raus, sodass eben auch oben die Ansaugbrücke und sowas nicht verkokt. Also alle Gasrückstände, bisschen was geht ja auch immer wieder zurück in die Ansaugbrücke. Alles, was da so an Nebenabgasen entsteht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht kompletten Blödsinn, aber so habe ich das zumindest verstanden, dass diese Nebenabgase, die da entstehen, werden hier eingeführt, runtergekühlt, dann trennt sich, wie gesagt, das Öl von der Luft und dann geht hier die reine Luft wieder zurück, was dann verhindern soll, dass wir eben Ablagerungen, also so Ölverkrustungen und sowas in der Ansaugbrücke oder an den Ventilen bekommen. Und wie gesagt, hier innen drin, das ist eigentlich nur ein Zylinder, um das Öl aufzufangen. Und hier oben ist, wie gesagt, so ein Sieb drin. Das ist immer schwierig mit einer Hand. So, das ist einfach nur ein Zylinder, da ist nichts Spezielles drin, einfach nur ein Gefäß sozusagen. Und die Magie passiert dann hier. Hier haben wir eben, wie gesagt, so ein Kühlsieb oder so ein Kühlnetz. Und man sieht ja auch, die Luft geht hier rein, wird dann hier durch dieses Kühlnetz geleitet. Hier soll dann, wie gesagt, dieses heiße Gas, dieses Öl-Dampf-Luftgemisch soll dann abgekühlt werden. Dann tropft das Öl, weil das dann getrennt wird, tropft dann hier an diesen Stellen ab, sammelt sich hier im Behälter und die Luft, die übrig bleibt, die soll dann eben zurückgeführt werden. Wie gesagt, Idee ist es eben, dass man diese Öldämpfe da rausfiltert. Wie gesagt, wie das jetzt hier funktioniert bei diesem Originalteil, ich denke, es wird vom Prinzip her ähnlich sein, aber was ich halt hier vermisse, ist die Möglichkeit, dieses Öl irgendwie abzulassen. Daher vermute ich, dass das hier so eine Rückführung ist in die Ölwanne. Aber will man das in seiner Ölwanne? Das will man ja eigentlich nicht in seiner Ölwanne. Also, weiß ich nicht. Wäre mir so eine Lösung natürlich eigentlich lieber. Ne? Ich weiß aber auch wieder nicht, was das dann nachher für Konsequenzen hat, ob der dann irgendwas, braucht an Luft, die ihm dann fehlt, wenn ich das jetzt umrüste auf so ein Konstrukt. Muss ich mal mit meinem Motorenbauer sprechen, aber prinzipiell finde ich das keine schöne Lösung, dass dieses eklige Öl, diese Ölsuppe da wieder zurückgeführt wird. Deswegen, da muss ich mal gucken. Jetzt habe ich das Teil gewechselt, jetzt starten wir einmal den Motor. Wie gesagt, ich habe wenig Hoffnung, dass es jetzt direkt besser ist, aber wir probieren es einfach mal. So, hier diese Kante, diese Gummikante, die setze ich gleich noch an. Jetzt starte ich aber erstmal das Auto und schauen wir mal, wie er sich anhört. Fehlerspeicher habe ich gelöscht. Das heißt, eigentlich müsste er wieder ruckeln. Ich glaube nicht, dass das so schnell sich lösen lässt, aber wir schauen mal. So, und los geht's. Ja, er ruckelt. Relativ stark sogar. Jetzt probiere ich mal ein paar Gasstöße zu geben, ob ihm das hilft, ob ihm das gefällt oder nicht. Nee, ruckelt trotzdem. Ja, ich werde jetzt mal das Ganze noch mal ein bisschen im Auge behalten, noch mal mit meinem Motorenbauer sprechen. Ich mache erstmal wieder aus hier. So, das war jetzt ein bisschen ernüchternd, aber wie gesagt, so richtig damit gerechnet, dass es direkt funktioniert, habe ich auch nicht. Ich bin mir halt auch nicht sicher, wie gesagt, ob hier vielleicht noch irgendwelche Leitungen verstopft sind, wenn es das überhaupt war. Ich werde nochmal mit meinem Motorenbauer Rücksprache halten, was es noch sein könnte. Wie gesagt, die Lambda-Sonden, auch aufgrund des Kommentars, da hat er ja eigentlich recht. Es ist unwahrscheinlich, dass 2 Lambda-Sonden gleichzeitig irgendwie den Geist aufgeben. Zu dem, was mir auch aufgefallen ist, wenn er dann mal Temperatur hat, also wenn ich ihn warm gefahren habe, ist der Leerlauf eigentlich top. Da kann ich jetzt zumindest rein vom Gefühl her erstmal nichts wahrnehmen. Aber wir haben das jetzt gerade gesehen und gehört. Das ist schon so ein bisschen wie choppy idle, sage ich da.
Also bei den Amerikanern, die ich früher hatte, ich habe ja noch den Camaro, werdet ihr dann auch hören, der wird auch sehr choppy im Idle sein, aber da ist das gewollt, also sprich eine Nockenwelle mit einer großen Überlappung. Dadurch entsteht dann eben bei niedriger Drehzahl ja so ein unrunder Motorlauf. Wie gesagt, bei den Amerikanern ist das gewollt. Hier bei so einem Hochleistungs- und bis ins kleinste Detail zu Ende engineerten Motor ist das natürlich nicht gewollt. Ja, also das war jetzt die Information, wie ihr die Kurbelgehäusebelüftung tauschen könnt oder Entlüftung, Ölabscheider, wie gesagt, wie auch immer. Bezüglich der Schrauben, ihr braucht eine 10er Nuss für die 3 Schrauben am Kurbelgehäuse und unten, da weiß ich aber nicht, ob das Original war, das sah so ein bisschen gebastelt aus, da war dann eine 7er Nuss notwendig, um diesen Rückführschlauch zu lösen unten von der Kurbelgehäusebelüftung. Also so kann man das machen. Jetzt in meinem Fall hat das scheinbar nicht dafür gesorgt, dass es das Problem löst. Ich werde weiter auf die Fehlersuche gehen und ja, in letzter Konsequenz werde ich einfach aus Verzweiflung mal schauen, wenn ich sonst keine andere Fehlerquelle finden kann, werde ich am Ende doch die Lambda-Sonden mal wechseln müssen. Aber wie gesagt, dafür muss ich dann zu meinem Motorenbauer, der hat eine ordentliche Hebebühne, da kann man das dann hoffentlich machen. Und wenn dann tatsächlich wir das angehen, dann werde ich in dem Zug auch nochmal, weil dann muss ja wahrscheinlich der Motor raus, so wie ich das verstanden habe, dann werde ich bei der Gelegenheit auch mal gucken, wo die Ölundichtigkeit herkommt. Und wenn der Motor draußen ist, gleich auch nochmal mein Getriebe oder beziehungsweise Motorenbauer, der macht auch Getriebe. Wenn es soweit kommen sollte, dann werde ich das Ding einmal komplett durchreparieren lassen, also sprich überholen. Der ist sehr, sehr gut. Der ist fantastisch. Ich habe ja bisher nur Pech gehabt bei den Werkstätten, aber das ist der einzige, den ich bisher kennengelernt habe, der sowohl Motorenbau wirklich super versteht, als auch eben Getriebe. Und wenn es wirklich soweit kommt, werde ich dann den Motor als auch das Getriebe bei ihm überholen lassen. Und weil, wie gesagt, wenn man schon den Aufwand dann treibt, dass der Motor raus muss, dann hätte ich gesagt, muss eben alles einmal kontrolliert und neu gemacht werden. Da sehe ich es dann auch nicht ein, dass man irgendwo ran spart. Ich weiß, das wird dann verdammt teuer, aber da werde ich dann gucken, was für Teile ich da alles ersetze. Und dann wird dann, wie gesagt, alles einmal komplett neu gemacht. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Ich hoffe, das Auto begleitet mich ohne Probleme noch ein paar tausend Kilometer. Ich fahre ihn jetzt nicht so viel. Wenn es dann halt doch so kommt, ist es eben so. Ja, das war's für das heutige Video. Wie gesagt, eine kurze Nummer, leider ohne Erfolg. Kurbelgehäusebelüftung. Wenn noch jemand eine Idee hat, irgendjemand hatte was von Leerlaufsteller erzählt, da weiß ich jetzt gar nicht, kenne ich jetzt so nicht. Also das ist ja elektronische Drosselklappe. Was macht der Leerlaufsteller? Ich kenne es halt nur von den Amerikanern. Da habe ich auch bei meinem Camaro den Leerlauf am Ende selber programmiert. Und da gab es dann so Steuertabellen wie Throttle Follower Torque und Air Fuel Ratio für den Idle-Betrieb oder für den Kaltstart, für den Warmstart und so weiter. Die habe ich dann alle angepasst. Aber wie gesagt, die Begrifflichkeit Leerlaufsteller sagt mir nichts. Beim Camaro habe ich lediglich Sprit- und Drosselklappenstellung sowie eben den Throttle Follower, also sprich, wie schnell sich die Drosselklappe schließt oder öffnet, angepasst. Was ein Leerlaufsteller ist, muss ich mich mal schlau machen, aber wenn da jemand nochmal Infos hat, woher das kommen könnte, dieser unruhige Lauf, nur bei Leerlaufdrehzahl, also das Motorsteuergerät, also beide Motorsteuergeräte geben ja auch den gleichen Fehler aus, eben ja, Gemischaufbereitung zu mager und eben nur im Leerlauf. Also bei Last hat er gar keine Probleme, aber im Leerlauf zickt er eben so ein bisschen rum. Wenn jemand Infos hat, ich bin sehr dankbar, wenn ihr da Kommentare da lasst. Wie gesagt, das war's für heute fürs Video. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.